Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heiße ich Rena und ich möchte euch heute ein neues Unboxing zeigen und zwar von der Firma wolkekunst.com. Es ist auch, seht ihr schon an der Tüte, der Shop sendet seine Pakete oder seine Päckchen von China aus, aber ihr braucht keine Angst zu haben. Die Steuern und so weiter sind alle bezahlt und auch hier ist das so, je nach Währung. Also im Moment ist es so, dass ab 45 Euro braucht ihr keine Versandkosten zu bezahlen und ihr erhaltet auch, wenn ihr euch 4 Bilder aussucht, bekommt ihr eins gratis. Das ist im Moment so ein Angebot auf der Website wolkekunst.com. Ich blende euch auch ich verlinke euch die ganzen Produkte auch in der Videobeschreibung, sodass ihr direkt darauf zugreifen könnt. Und ich würde sagen, nicht lange schnacken, sondern mal anfangen, damit ihr erstmal seht, was die so haben. Ja, die Verpackung ist ein bisschen beschädigt. So, ich fühle einen Karton und dann gucken wir mal, ob das hier heile angekommen ist oder nicht. Ich durfte mir ein Bild aussuchen und ein anderes haben sie dazugelegt. Ah, okay, das ist das, was sie dazugelegt haben. Meins ist in einem Karton, der sehr demoliert ist. Okay. Ansonsten Tüte ist leer. So, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem größeren an. Das ist 30 x 40 groß. Man konnte auswählen die Größe und man konnte auswählen, ob rund oder eckig. Das Bild gibt es auch noch in 40 x 50 und 50 x 70. Kann man jeweils auswählen, rund oder eckig. So, wollen wir mal gucken. Toolkit mit Zipbeutelchen und einem Wachsplättchen. Genau, ne? Standard Toolkit mit Zip-Tütchen. Kann man immer gebrauchen. Ja, hier haben wir schon die Steine, die kommen auch in Zip-Tütchen. Und hier haben wir schon das Motiv. Es ist die Katze, die so ein bisschen aussieht, als wenn sie hinter dieses Glasmosaik ist. Gucken wir erstmal das Bild an. Das ist im Querformat. So, machen wir mal ein bisschen Licht an. Das ist im Querformat 30 x 40, steht ja auch drauf, beziehungsweise 40 x 30. Wir haben hier die Legende und auch nochmal das Vorschaubild. Wir haben Buchstaben, eine Zahl und ein Symbol, wenn ich das hier oben richtig gesehen habe. Ja, da 2 Symbole. Genau, DMC-Nummern ist auch immer schön, kann man die Reststeine auch wegsortieren. Oder falls man Steine durch AB-Steine ersetzen will, kann man das auch. Die Leinwand legt sich schön flach. Also wie gesagt, der Karton war beschädigt. Das Bild ist einwandfrei. Also keine Angst. Genau, dann gucken wir uns jetzt mal die Steine dazu an. Obwohl, bevor wir anfangen, kann ich gleich nochmal messen, dann haben wir das gleich hinter uns, bevor ich es vergesse. Das Bild ist 33,7 mal knapp 24. Ja, 6 cm wurden abgezogen. Habe ich mit schon gerechnet. Insofern ist okay. Ich finde, das Motiv kommt trotzdem gut raus. Wie seht ihr das? So, dann haben wir hier, wie gesagt, die Zip-Tütchen. Die sind nummeriert, die Zipbeutel. Ja, verkehrt rum. Eckige Steine. So, hier haben wir nochmal ein volles Paket Grün. Dunkelgrün, Olivgrün. Steine finde ich jetzt erstmal auf den ersten Blick sehen gut aus. Das muss man dann nachher beim Painten feststellen, werde ich auch testen. Halte ich euch auch auf dem Laufenden. Wenn ihr also über Fortschritte, mache ich auch öfter mal Shorts bei meinen VIP-Bildern.
Oder aber ihr schaut auf Instagram vorbei. Da kommen ein bisschen ausführliche Reels zu den Bildern oder auch Fotos. Genau, hier haben wir ein schönes Blau, das gefällt mir gut. Lila. Wie gesagt, nummeriert. Schöne Zipbeutel, gefallen mir gut. Wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier noch eine Legende noch mit dabei. Genau, hier ist auch nochmal abgebildet Step by Step. Falls einer von euch noch nie Diamond Painting gemacht hat, habt ihr hier auch nochmal eine kurze Anleitung. Also ihr braucht keine Extras. Das ist immer alles dabei. Ihr habt hier einen Stift, ihr habt hier auch ein Wachsplättchen, ihr habt Ersatz-Zippertütchen, ihr habt ein kleines Tray, also so ein Schiffchen, wo ihr die Steine dann drauf kippt. Insofern könnt ihr sofort, wenn ihr das habt, anfangen. Na, das geht auch mit diesen, ich sag mal, einfachen Standardstiften. Ja, sehr gut. Genau, hier haben wir nochmal das Vorschaubild, aber das habt ihr ja gesehen. Und dann haben wir hier verschiedene Tabellen, verschiedene Spalten. Ja, Standardnummerierung. Wir haben 22 Farben. Finde ich bei der Größe schon gut, schon ordentlich. Dann haben wir hier die DMC-Nummer, die auch auf der Leinwand steht, hier rechts. Ne? Und dann haben wir hier die Anzahl der Tüten. Insgesamt haben wir 2 Tüten, also von jeder Farbe haben wir eine Tüte. Und hier sind die Grammzahl, ne, der Tüten. So, wovon haben wir am meisten? 11,8 Gramm, das ist 797, ist ein Blauton. 11,8 Gramm. Hier mit 11,1 die 939. Ein ganz, ganz dunkles Blau. Ja, ne, wir haben von genau 8. Hier ist auch wieder, also es ist sehr bläulich natürlich. Ne? Also wenn einer Blau nicht mag, okay, dann solltet ihr euch ein anderes Motiv aussuchen. Aber wie gesagt, ich fand das ganz schön durch diese Fensterglasoptik, ne? Wie so ein Fensterglasmosaik. Wollte ich mal ausprobieren. Genau, ich freue mich schon. Das wird auch bald abgekittet. Was sagt ihr denn dazu? Auch zu dem Rendering. Ich glaube, das kann was Schönes werden. So, das ist das. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal das zweite an, was ich bekommen habe. Tun wir das kurz an die Seite. Mal gucken, wo das hier aufgeht. Auch hier haben wir ein Standard-Toolkit, diesmal ohne Zipbeutelchen, aber auch mit Wachsstift und Schiffchen. Das heißt, wir können losgehen. So, was ist das denn Feines? Hier so eine schmale Rolle. Das ist wahrscheinlich wie so ein langes Band. So. Ja, eigentlich habe ich auch ein Messer. Hätte ich ja auch mal damit machen können. Warum umständlich, wenn es auch einfach geht? So, jetzt ist hier noch die Folie. So, jetzt haben wir es. Ah, okay. So ein Fensterbild mit Blumen, ne? Ein bisschen erinnert es mich auch schon ein bisschen an Vorweihnachten. Hier wegen der Zweige. Kann man entweder so als Bordüre, ist ganz schön lang, sehe ich hier gerade, so als Bordüre aufhängen. Oder wenn einer ein breites Fenster hat, da aufhängen. Gut finde ich, dass das auf der Rolle kam.
sodass das nicht weiter geknickt werden konnte. Jetzt gucken wir mal hier, wie sieht das. Ja, genau. Hier seht ihr das. Ja. So. Genau. Also sprich, man kann das sehr gut auch ans Fenster unten zum Beispiel kleben oder mittendrin als Sichtschutz ein kleines. Dann hat man gleich ein Bild. Na? Ich sehe gerade, dass ich es verkehrt rumhalte, wenn ich so durch die Kamera gucke, die 12. Dann halten wir das doch einfach mal so rum. Genau. So, machen wir mal zu, dass ich hier nicht so viel drauf tapse, dann klebt es nachher nicht mehr. Genau, also der Druck kann man sehr gut erkennen. Wir sehen hier auch schon, dass wir Sondersteinchen haben. Das sieht wirklich aus so wie Kugeln, oder? Ist das so ein so eine Art Weihnachtsgirlande? Sieht doch aus wie Kugeln, oder? Also Blumen können es nicht sein. Und das hier finde ich auch, sehen ja aus wie Zweige. Dann gucken wir mal in die Steine. Was wir da haben. Also die Steine haben auf jeden Fall die Nummer von dem Bild hier, von dem Paint-Bild, ja, BT067. Das haben wir hier auch drauf, das heißt, falls ihr getrennt lagert, ist das kein Problem. Und die sind halt durchnummeriert. Apropos durchnummeriert, wir haben gar keine Legende, ne? Ne, brauchen wir ja auch nicht. Es scheinen dann alles nur Zahlen zu sein, genau. Okay, dann gucken wir mal, was wir haben an Steine. Verschiedene Gelbtöne. Das hier ist auch ein Gelbton, kommt in der Kamera ein bisschen schwer rüber. Rot. Ein dunkleres Rot, hier aber so ein durchsichtiges. Sieht schon eher aus wie so ein Jellystrass. Grün natürlich. Das ist so ein hellgrün, das ist eher so ein dunkelgrün. Hier haben wir nochmal einen anderen grünen Ton. Das sieht aus wie schwarz. Kein Strassstein sozusagen. Genau, Gold. Und dann haben wir hier Batzen Sondersteine. 12, 13. Unterschiedliche Töne. Spiegeln sich dann auch in dem Licht unterschiedlich farbig. Genau, hier so einen schönen roten, dicken. Und hier haben wir nochmal so blattmäßig in so rosa. Sehen sehr schön aus. Gefallen mir sehr gut. Ja, wie gefällt euch sowas dann? Als Fensterbild oder wie gesagt, ich kann es mir auch gut vorstellen, auf einer Tapete zu kleben. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das zu fest klebt. Also sprich, wenn die Weihnachtszeit oder Adventszeit vorbei ist, ob das dann leicht abgeht oder nicht. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, theoretisch im Hauseingang, da haben wir so eine Glastür, da könnte man es draufkleben. Oder ich überlege gerade, an der Tür könnte man es auch, wenn die Tür nicht gerade ganz dunkel ist, könnte man es raufkleben als Deko. Ja, wie gefällt euch sowas denn? Seid ihr so der Typ dafür oder eher nein? Und es ist verdammt lang, das könnte ich vielleicht nochmal ausmessen. Das passt, kriege ich auf die Kamera sowieso nicht. Also es sieht schon aus wie 1 Meter. Gucken wir mal. Kriege ich gar nicht ausgerollt hier auf meinem kleinen Tisch. Ja, fällt mir gleich alles runter hier. Ja, 1 Meter. 1 Meter, sogar mehr als 1 Meter. 1,9 Meter. 1,9 Meter Zentimeter. 1,9 Meter Zentimeter, ja genau. Was will ich denn? Genau. Das war's dann auch schon. Diese 2 Sachen konnte ich euch zeigen. Durfte ich euch zeigen.
Was ist euer Favorit? Girlande oder Katze? Wie gesagt, schaut doch mal gerne vorbei. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Code RENA10 könnt ihr nochmal 10% sparen bei eurer Bestellung. Probiert es ruhig mal aus. Sie haben sehr viele schöne Motive. Sie haben auch Diamond Painting Zubehör. Wie gesagt, sie bieten fast bei allen Bildern verschiedene Größen an und oft auch kannst du auswählen zwischen rund und eckig. Das finde ich sehr gut, weil eigentlich bin ich eher der eckige Painter. Insofern freue ich mich, dass es hier auch so kleine Bilder, etwas kleinere Bilder auch in eckig gibt. Genau. Deswegen freue ich mich, dass ich euch das hier zeigen durfte. Wenn ihr Fragen habt dazu, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail schreiben. E-Mail ist unten in der Videobeschreibung vermerkt. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und wir hören uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!